Gefälligkeitsschäden in der privaten Haftpflichtversicherung. Wer kennt die Situation nicht? Ein guter Freund, Nachbar, Familienmitglied fragt dich, ob du beim Umzug helfen kannst. Der Nachbar fragt dich, ob du, solange er sich oder sie sich im Urlaub befindet, auf die Wohnung aufpassen kannst. Du kommst gerade nach Hause und der Nachbar lädt einen schweren Gegenstand, Waschmaschine, aus dem Auto aus und fragt dich, komm, pack mal schnell mit an. Solche Situationen gibt es zu Genüge. Und natürlich kann es bei solchen Situationen auch zu Schäden kommen. Das heißt, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder du verursachst einen Schaden oder dir wird ein Schaden zugefügt. Je nach Situation greift eben dann die private Haftpflichtversicherung oder zum Beispiel auch Betriebshaftpflichtversicherung. Also es geht immer darum, wenn du jemand anderen einen Schaden zufügst. Zum Beispiel, du lädst jetzt zum Beispiel mit deinem Nachbarn die Waschmaschine aus dessen Auto aus. Jetzt fällt diese runter und geht kaputt. Warum? Deine Hände waren schwitzig, dir war die Waschmaschine am Schluss sowieso zu schwer und dann fällt sie nach unten. Jetzt ist es so, dass du deiner privaten Haftpflichtversicherung eben Bescheid gibst, dass du einen Schaden verursacht hast und dieser wird dann geprüft. Natürlich wird er intensiv geprüft, weil bei solchen Situationen sich der Schaden bzw. der Geschädigte und der Schadenverursacher meist nahestehen. Nachbarn, Freunde oder Familienangehörige. Und da ist natürlich ein Missbrauchspotenzial sehr hoch. Dementsprechend wird es auch intensiv vom Versicherer geprüft. Dennoch, wenn der Schaden verursacht ist, muss er gemeldet werden. Außer man verständigt sich eben, dass man die Versicherung außen vor lässt und den Schaden privat bezahlt. Das ist sowieso immer möglich. Dann werden die Versicherungen untereinander den Schaden ausmachen und dann wird dementsprechend deinem Kompagnon diese Waschmaschine, der Schaden, die Reparatur auch ersetzt. Ist es zum Beispiel so, dass du die Nachbarwohnung eben betreust, solange dieser sich im Urlaub befindet und du gehst rein, machst die Tür auf, zack, und da ist eben eine teure Vase und die haust dir runter, dann ist es eben passiert. Auch hier Schaden melden und alles andere nimmt seinen Lauf. Solltest du zum Beispiel keine private Haftpflichtversicherung haben, dann herrscht hier allgemeines Stillschweigen und das heißt, dass keine Regulierung vorgeschrieben ist. Du hast geholfen, es ist was passiert, Pech gehabt. Natürlich würde man sich dann sowieso privat irgendwie verständigen, hier pass auf, ich zahle so und so viel, also 50-50 oder sonstige Sachen, das ist natürlich immer möglich, aber die Versicherung würde da nicht greifen. Verursacht zum Beispiel dein Gegenüber dir einen Schaden, dann ist es eben so, dass dessen private Haftpflichtversicherung informiert werden muss, eben von dem Versicherungsnehmer, das heißt deinem Gegenüber, und dort wird dann wieder, wie vorhin auch beschrieben, der Schaden geprüft und dann dementsprechend kommt es zur Schadensregulierung. Also immer dann, wenn es um Nettigkeitsarbeiten geht, schnelle Hilfen geht, eben auch bei fremden Personen, wie zum Beispiel, ich helfe dir gerade eben mal das Auto einzuladen und zack, fällt der Spiegel runter auf dem Parkplatz vom Möbelhaus, dann ist es eben auch hier wieder ein Schaden, der über die private Haftpflichtversicherung reguliert werden muss. Kann. Also, wenn dir sowas passieren sollte, informier deine private Haftpflichtversicherung, dass ein Schaden passiert ist. Ich empfehle gleich immer, mach dir Notizen, schreib die Adresse etc. pp. Von deinem Gegenüber auf und mach noch ein paar Fotos vom Schaden, damit einfach die Situation festgehalten wird. Das ist ganz wichtig. Manche sagen auch, mach ein kurzes Video, lass dir Zeit, dass es nicht so verschwommen ist. Am Schluss sagt der Versicherer, ja, ich kann ja nichts erkennen. Also, Bilder, ein kurzes Video, die Kontaktdaten notiert, eingereicht den Schaden und dann nimmt alles seinen Lauf. Dementsprechend immer vorsichtig sein, wenn du jemandem hilfst. Es könnte eventuell zu einem Schaden führen, aber da gehe ich mal davon aus, dass sowieso jeder sich im Bewusstsein ist, dass es in jeglicher Alltagssituation immer zu Schäden kommen kann. Aber jetzt weißt du, sobald es sich um Gefälligkeitsschäden handelt, diese werden von der privaten Haftpflichtversicherung abgedeckt oder eben aus deiner eigenen Tasche und dann ist eben der Schaden nicht präsent, sondern kann dementsprechend der finanzielle abgewendet werden. Lass am Ende kurz ein Like und Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund um Versicherungen. Bis dahin, ciao, euer Nico.